Steigende Infektionszahlen, explodierende Neuvorschriften und mehr Hungrige denn je. Das ist kein gutes Arbeitsfeld für die Corona-Gang, aber es muss weitergehen. Wie immer werden am Freitag Reis und Eier angeliefert. Das ist Routine und klappt reibungslos. Während die Sklaven fleißig Reis ins Lokal schleppen, verteilt sie schon mal Abholnummern. Die Aspiranten müssen diese jetzt über 3 Tage verteilt empfangen, um zeitliche Abstände zu vergrößern und Kontakte zu vermeiden. Das Registrieren fällt aus Sicherheitsgründen komplett aus. Das wird wieder zu ein paar Mogeleien führen, ist aber allemal besser als von Korönchen geküsst zu werden. Nebenbei kommt ein armer Mann aus einem Nachbardistrikt vor das Lokal und breitet dort seine riesige Auswahl an selbstgepflückten Kräutern an. Erst arbeits-, mittel- und obdachlos. Da muss Pflegetochter Ying ihm natürlich was abkaufen. Und sie bedenkt ihn dann auch gleich ohne viel Bürokratie mit einer Wochenration Reis und Eiern. Die Reis- und Eiercrews gehen ihren Aufgaben wie gewohnt nach, füllen fleißig ab, beladen den Pick-up, der dann auch nach hinten fährt, und die restlichen Portionen gehen im Ameisenverkehr in die hinteren Räume, wo sie für den Nachschub am nächsten Tag bereitstehen. Die Ausgabe wurde aus organisatorischen Gründen auf die Nacht von Montag auf Dienstag verschoben. Da wir aber jetzt die Seezigeuner wegen erhöhter Ansteckungsgefahr von den restlichen Einwohnern trennen müssen, haben diese ihre Abholtermine am Sonntagabend bekommen. Sie haben zu jeweils 5 Personen ein Zeitfenster von einer Viertelstunde. Das ist der aktuelle Stand um 17 Uhr. Und noch immer keine Änderung? Ob da was schief läuft? Dem kann ganz leicht abgeholfen werden. 17:50 Uhr und schon kommt eine kleine Änderung. Die Seezigeuner dürfen jetzt gar nicht mehr zu uns kommen. Sie werden beliefert, damit sie Korönchen nicht aus ihrem Revier exportieren. Das übernimmt jemand, der in ihrer Siedlung wohnt. Die Damen übernehmen Reis und Eier und fahren ein paar Mal hin und her, um uns zu entlasten und zu schützen.
Und dann stellen wir fest, dass die Behörden nicht nur für neue Vorschriften gut sind. 2 Stunden, ehe es mit der Ausgabe losgeht, erscheinen 2 Fahrzeuge der Bezirksverwaltung und beginnen vor Sis Lokal und in der Seitenstraße den Aufmarsch- und Ausgabebereich komplett zu sterilisieren. Vielen Dank. Es tut gut, dass die Obrigkeit sich um die Sicherheit ihrer Schäflein sorgt. Dann ist es endlich soweit. Naja, fast perfekt. Ehe die ersten Hungrigen eintreffen, fängt es am Himmel an zu blitzen. Und da fallen auch schon die ersten Regentropfen. Da bricht Hektik aus. Schnell den Reis auf dem offenen Pickup mit einer Plane abdecken. Und die Ordner, Bürokraten und Coroneros vermummen sich schnell in Regenumhängen. Der alte Dino hat damit Probleme, aber Oma Prop hilft ihm in sein Verhüterli. Schnell noch die Corona-Gang in ihrer wunderschönen Verkleidung aufnehmen und dann kann die Ausgabe endlich losgehen. Dankwa. Zum Glück zieht das Gewitter nach kurzer Zeit weiter und die Ausgabemaschine nimmt Fahrt auf. Die Essensempfänger treten auf der Hauptstraße in weit gespreizten Reihen auf 2 Seiten an. Es werden immer nur so viele in die Nebenstraße gelassen, dass es zu keinem Gedränge kommen kann. Die Anweisung lautet: Nummer auf den Eintrittstisch ablegen, Hände desinfizieren, Verpflegung selbst nehmen und auf der Gegenbahn die Seitenstraße so schnell wie möglich zu verlassen. Eine Polizistin steht mit blinkender Taschenlampe auf halbem Weg, um den Unkundigen den Weg zu weisen, den Durchgang zu regeln und auch um Behinderten persönlich zu assistieren.
So hangelt sich die Gang durch die Nacht. Zwischendurch werden Pick-up-Ladefläche und Eiertisch immer wieder neu bestückt. Irgendwann sind die letzten versorgt und es werden die Rationen für die Immobilen verladen. Aber ausgeliefert werden die erst bei Tage, nicht mitten in der Nacht. Das müssen Gong und Kit diesmal alleine machen, weil der Dino ja mit seinem sowieso schon verspäteten Montagsbericht genug zu tun hat. Dann erscheinen noch ein paar Verspätete, um sich ihr Essen abzuholen. Aber dann verholen sich die Coroneros nach Hause, um noch eine Mütze voll Schlaf zu ergattern. Im Laufe des nächsten Tages holen sich Nachzügler und ein paar Neuzugänge ihre Verpflegung im Haus von Prop und dem Dino ab. Und eine 11-seitige Neufassung der Corona-Vorschriften vom Büro des Gouverneurs wird auch ins Haus geliefert, mit der Bitte, sich an diese Anordnungen zu halten. Und nebenbei bemerkt, unseren sogenannten Umsatz haben wir auch mal wieder gesteigert. Innerhalb einer Woche um fast 8%. Das macht uns so schnell kein DAX-Konzern nach.